Decathlon versucht schon lange das Image vom Discounter loszuwerden. Und das Rockrider 4900S ist mit Carbonlaufrädern, einem High-End-Fahrwerk von RockShox und einem eigenständigen Carbonrahmen zum Preis von 4.000 € eine echte Kampfansage an die etablierte Konkurrenz. Die Frage dabei ist nur, bleibt es bei der Ansage oder liefert das Bike auch auf dem Trail ab? Rockrider ist die Eigenmarke vom Sportartikel-Discounter Decathlon. Und dass dieser die Marke aus dem Billig-Image schieben will, beweist auch das jüngste Engagement im Cross-Country World Cup. Und trotz großen Erfolgen auf der Rennstrecke ist die High-End-Mission vom Discounter kein Durchmarsch. Wenn wir hier im Ride bei der Bikes Headquarter zum Lunchride ausrücken, blieb das Rockrider 4900 meist in der Garage zurück. Der Haben-will-Effekt in der Szene hat also noch nicht eingesetzt. Auf der anderen Seite haben wir unter unseren Testvideos auch immer wieder Kommentare, die sich über die hohen Preise von aktuellen Mountainbikes aufregen. Auch wenn die Topmodelle von Marken wie Specialized, Scott oder Canyon eine hohe mediale Aufmerksamkeit haben, schaut die Wahrheit auf dem Trail anders aus. Dort findet man kaum Mountainbikes, die über 5.000 € kosten. Und wenn man einen Blick auf die Ausstattung des Rockrider 4900 wirft, fragt man sich auch, warum man mehr als 4.000 € für ein Mountainbike zahlen soll. Das Bike hat das beste Fahrwerk, das man in der 140 mm Federwegklasse von RockShox kaufen kann. Außerdem hat es Carbonlaufräder und eine mechanische SRAM GX-Igel-Schaltung. Da bleiben eigentlich kaum Wünsche offen. Und dennoch hat uns das Rockrider in einem Punkt enttäuscht. Bei dem Ausstattungsfeuerwerk hätten wir uns ein leichteres Komplettgewicht erwartet. Mit 14 Kilo bei 140 mm Federweg an der Gabel ist das Bike zwar nicht wirklich schwer, aber dennoch deutlich schwerer als die Konkurrenz im gleichen Preisbereich. Das Cube Stereo 144 kostet ebenfalls 4.000 € und ist satte 1,3 Kilo leichter bei exakt gleichem Federweg. Bergauf muss man also mit dem Rockrider schon schwitzen, auch wenn der Hinterbau antriebsneutral arbeitet. Und das größte Problem bei dem Bike ist, dass das Gewicht auch noch an der falschen Stelle sitzt. Die Laufräder sind nämlich zu schwer. Wir wiegen bei all unseren Testbikes die Laufräder immer einheitlich mit Mäntel, Schläuchen, Bremsscheiben und der Kassette, um die rotierende Masse zu erfassen. Und da bringt der Laufradsatz von dem Bike hier hinter mir fast 5 Kilo auf die Waage. Das ist deutlich zu hoch für ein Tourenbike. Die dicken Reifen und die schweren Schläuche machen den Vorteil der Carbonfelgen wett. So fällt nicht nur der Antritt etwas träge aus, sondern auch das Handling braucht im engen Singletrail etwas mehr Input vom Fahrer als bei einem Bike mit leichten Laufrädern. Der Hinterbau funktioniert auf dem Trail aber sehr gut. Das Durchrauschen, das wir beim günstigeren Rockrider AM100S bemängelt haben, hat das viel 900S definitiv nicht. Wenn es richtig rappelt, kommt der Hinterbau mit 130 mm Federweg aber eher ans Limit als die Gabel, die 10 mm Federweg mehr hat. Die SRAM-Bremsen funktionieren vor allem wegen der großen Bremsscheiben sehr gut. Die innen verlegten Züge machen bei vielen Testbikes immer wieder nervige Klappergeräusche. Auch Rockrider hatte hier in der Vergangenheit zu kämpfen. Aber die Franzosen haben dazugelernt und überziehen die innen verlegten Züge ab Werk jetzt mit Schaumstoffhüllen, die dieses Klappergeräusch eindämpfen. Und auch die No-Name-Teleskopstütze hat während unseres Tests keinerlei Probleme gemacht. Der umgelabelte Lenker hat eine gute Ergonomie und fügt sich gut in das Bild der angenehmen, nicht zu sportlichen Sitzposition. Kommen wir zum Fazit vom Rockrider 4900S. Leider fehlte den Produktmanagern bei der Entwicklung des Bikes die letzte Konsequenz im Detail. Mit 140 mm ist das Bike immer noch ein Tourenfully, mit dem man vielleicht auch mal über die Alpen fahren will. Und dafür sind die Laufräder einfach zu schwer. Klar, den Punkt kann man im Nachgang auch mit leichteren Reifen leicht beheben. Wenn man aber einen Blick auf das komplette Konkurrenzumfeld wirft, so wie wir es auf bike-test.com immer machen, merkt man, dass die Luft im Bereich von Tourenfullies unter 4.000 € verdammt dünn wird. Auch etablierte Fachhandelsmarken wie Cube liefern hier ab Werk ein solides Paket ab, das deutlich leichter ist. Für jemanden, der bisher nur in der Preis-Leistungs-Ecke gespielt hat, reicht das Angebot nicht, um die etablierten Player am Markt fortzuführen.